Ja, grüßt euch Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. In diesem Video möchten wir uns nochmal ETH anschauen, das heißt, wir schauen uns nochmal das Projekt ETH an. Ich möchte euch in diesem Video auch mal meine Einnahmen zeigen, was ich mit ETH schon dementsprechend verdient habe und was noch kommt. Dann werfen wir mal einen kurzen Blick in den E-Tier-Blog, mal gucken, was es Neues gibt. Als nächstes wollen wir auch mal schauen, was das Teil aktuell so kostet. Und natürlich werfen wir auch noch mal einen Blick auf den Chart, der ja aktuell nicht allzu rosig aussieht. Ich sage es mal ganz einfach. Ja, wir starten ganz einfach mal rein. Ether, also der eine oder andere hat es von euch vielleicht schon gehört. Ether ist halt eben ein Netz, was aus GPUs getrieben ist. Das heißt Grafikkarten, Prozessoren sozusagen. Da gibt es viele Nodes, wie zum Beispiel ETH, wo halt eben ein gewisser GPU-Chip dementsprechend drin ist oder drin sein sollte zumindest. Es ist ja quasi ein Smartphone drin, um es mal relativ einfach auszudrücken. Und es ist halt eben so, dass E-Tier zum Beispiel diese Rechenleistung, die ihr mit eurem ETH zum Beispiel erbringt, verkauft an andere Firmen. Ja, dass halt eben denen ihre Rechenleistung sozusagen outgesourced werden kann. Das ist im Grundprinzip oder mal relativ einfach ausgedrückt E-Tier Edge. So sieht das Teil letztendlich aus. Seht ihr hier nochmal E-Tier Edge. Das ist quasi der Klassiker. Das ist auch das, was bei mir hier im Büro steht. Habt ihr schon mal gesehen, da habe ich schon mal das ein oder andere Video dazu gemacht. Und hier seht ihr nochmal Edge Power. Das ist natürlich quasi die Power-Variante davon. Mit aber knapp 56.000 Dollar ist das Ding ganz schön teuer. Ich sag's mal ganz einfach so. Also von daher, ja, dann lieber E-Tier Edge ausprobieren. Fertig. Entweder das ist was oder es ist halt eben nicht. Auch wie gesagt, die ganze Geschichte ist halt eben nicht günstig. Ja, wir werfen mal einen Blick bei mir ins Dashboard. Ihr wisst, dass ich da eigentlich keine, oder beziehungsweise ich habe da keine Geheimnisse vor euch. Das ist mein Dashboard, seht ihr hier. Ich kann es auch gerne nochmal aktualisieren. Das heißt, ihr seht hier, was ich die letzten Monate quasi bekommen habe. Ihr seht zum Beispiel hier im Dezember ein bisschen mehr als 3000 Ether-Token ATH. Im Januar, im Februar nur 2,8K. Klar, wir hatten nur 28 Tage und im März halt eben nochmal 3,1K. Also seit Ende November ungefähr läuft mein E-Tier Edge. Und ihr seht das dementsprechend, also Total Rewards aktuell 13.500 ATH. Die sind halt eben auch gelockt. Das hatte ich ja auch schon mal relativ oft erklärt. Und ihr seht auch dementsprechend hier nochmal, ich claime auch ab und zu mal, ihr seht, ich habe vor 3 Tagen mal geclaimt. Das heißt, 180 habe ich jetzt auf der Balance, die ich claimen kann. Bei mir ist es so, ich bekomme aktuell 60 ATH am Tag. Das heißt, 90 Tage müsst ihr quasi laufen lassen, um nochmal 30% freizuschalten. Ihr seht das dementsprechend hier nochmal das Vesting. Das haben wir auch schon relativ angesprochen. Das heißt, aktuell bekommt ihr 100 ATH-Token am Tag. Das sind ungefähr 3 Dollar nach aktuellen Kurs, kommen wir auch gleich nochmal dazu. Das heißt, in den ersten 30 Tagen, beziehungsweise anders erklärt, ihr bekommt 30% sofort. Das heißt, ab Beginn bekommt ihr jeden Tag 30 ATH-Token. Nach 90 Tagen werden weitere 30% freigeschaltet. Das bedeutet, nach 90 Tagen bekommt ihr dementsprechend 60%, also 60 ATH-Token. Und nach 180 Tagen bekommt ihr alles. Also quasi nach 6 Monaten bekommt ihr dementsprechend die 100 ATH. Das ist versetzt. Ihr seht auch hier nochmal die Vested Token. Das heißt, das ist bei mir geblockt, die 8130. Das ist ungeblockt, das heißt, die 180 kann ich claimen, auszahlen. Und ja, funktioniert eigentlich relativ easy, sage ich jetzt mal. Noch ein kurzer Hinweis zu den, wo ist es hin, wo ist es hin? Zu diesen geblockten Token, die ihr dementsprechend hier seht. Ein Rechenbeispiel, damit es vielleicht mal ein bisschen einfacher ist, weil hier wird es auch nochmal erklärt, etwas umständlicher allerdings. Es ist halt eben so, dass viele, also die Anfrage war auch schon mal da, dass viele denken, okay, ich bin mit 90 Tagen durch, ich kriege jetzt von allen anderen auch noch die 30%. Nee, das ist nicht so. Das heißt, der Token wird halt eben so ausgezahlt, wie er kommt. Das bedeutet, es wird auch hier dementsprechend nochmal erklärt, 6 Monate hat der Token Lifecycle. Das heißt, jeder Token, der jetzt reinkommt, wir nehmen jetzt mal einen Token vom 1. Januar diesen Jahres. Das heißt, ihr kriegt 100 ATH exakt nach 6 Monaten. Das heißt, am 1. Juli bekommt ihr 100 ATH. Das heißt,
aktuell ist es ja so, dass bis Juni jeden Tag 100 ATH ausgeschüttet werden und ihr bekommt halt eben dann sozusagen bis Ende des Jahres, wegen diesen 6 Monaten Lock insgesamt, bis Ende des Jahres, ab Juni jeden Monat beziehungsweise jeden Tag 100 ATH ausgezahlt, weil halt eben dann die 6 Monate rum sind. Das heißt, ihr werdet keine Ballonzahlung kriegen, ihr werdet nicht 30% auf einmal kriegen, auch nicht 40%, sondern der Token wird linear ausgezahlt. Das ist wichtig. Das Ganze steht auch hier dementsprechend nochmal in diesem Beitrag drin. Nur, dass ihr das dementsprechend auch nochmal gehört habt. Weil, wie gesagt, nach den 90 Tagen kommt nicht automatisch die 30% dazu von den Token, die gelockt sind, sondern die gelockten Token werden nach diesem Schema ausgezahlt. Sprich, 180 Tage später, also 6 Monate, jeder Token macht ihr am 2. Februar zum Beispiel oder am 2. Januar, wenn ihr da 100 Token bekommt, also bekommt ihr so oder so, dann kriegt ihr zum 2.7. 100 Token insgesamt, macht ihr am 3. Januar 100 Token, kommen die am 3. Juli erst und so weiter und so fort, also nach den 180 Tagen gestaffelt. Trotzdem kriegt ihr jederzeit diese 30% bzw. 60%. Und das ist halt eben auch wichtig für euch zu verstehen. Ja, genau, Web-App habe ich euch gezeigt. Ihr könnt auch mal bei mir in die Claim History reinschauen. Das bedeutet, ich habe ja schon mehrfach geclaimt, jetzt vor ein paar Tagen erst, weil ich das immer mal ausprobiere. Ihr seht das hier, was ich insgesamt schon geclaimt habe, immer mal so ein bisschen ausprobiert. Ja, der erste Claim war am 20. November. Ich glaube, das war auch da, wo ich das in Betrieb genommen habe. Das heißt, 50 ETH habe ich da geclaimt, dann immer mal ein bisschen probiert, mal 600, mal 400. Das Claim funktioniert und wenn ihr das dementsprechend geclaimt habt, geht ihr auf Withdraw. Das ist eine Instant-Transaktion, dann ist das bei euch auf Metamask-Konto und ihr habt halt eben auch die Möglichkeit dann zu tauschen in USDT oder Ethereum, whatever, was ihr da machen wollt. Also das funktioniert eigentlich auch richtig gut. Also wie gesagt, das ist aktuell mein Kontostand und ihr seht es hier nochmal, Daily 100 ATH gibt es halt eben mit dieser Vesting-Auszahlung. Ja, als nächstes, ich möchte jetzt hier in meinem Blog nicht auf alles konkret eingehen. Ihr seht hier, es bewegt sich viel. Also bei Ether ist es so, denn ihr Kerngeschäft ist ja GPUs mit ein bisschen AI zu verbandeln, das Ganze als Rechenleistung sozusagen zu verkaufen. Und ihr seht hier, was im Ether-Blog eigentlich los ist. Das heißt, hier gibt es eigentlich fast täglich, möchte ich behaupten, neue Informationen, was das Projekt Ether angeht. Und das ist wirklich sehr, sehr aktiv. Also ihr seht das hier, alleine was im März für Announcements bzw. für Informationen rausgegangen sind, das ist schon ganz schön viel. Also hier bewegt sich wirklich einiges bei Ether, deswegen bin ich da auch relativ gut gestimmt, was das Projekt angeht und halt eben auch, was die Token letztendlich angeht. Ja, wir gucken mal auf den Preis, um mal jetzt eine Brücke zu schlagen. Also ihr seht es aktuell hier, es ist so, mit aktuell 3 Cent sieht es nicht gut aus. Ich sag's mal so, es ist halt eben so. Ich bekomme aktuell 60 Token am Tag. Das bedeutet 1,80 $ verdiene ich damit. Und in einigen Wochen bin ich ja schon auf den 6 Monaten. Da bekomme ich dann 100 am Tag. Das heißt, hier bin ich dann bei 3,01 $. Der Vorteil ist natürlich eben, wie ich es eben erklärt habe, an dem Tag, wo man den Token bekommt, zum Beispiel am 1. Januar, zum 1. Juli, werden halt eben dann die 100% ausgeschüttet. Das heißt, ich werde halt eben auch, oder jeder, der mitmacht, auch bis Ende des Jahres grob gerechnet, dann jeden Tag noch ab Mitte des Jahres die 100 Token bekommen. Ich bin der Meinung, dass hier dementsprechend der Kurs auch nochmal steigen wird, aber ich kann es euch auch nicht sagen, ich will es auch nicht spekulieren oder irgendwas in der Richtung, weil wenn man mal sieht, es ist ja auch noch ein bisschen Potenzial da. Also wo ich eingestiegen bin, das war, ich hatte es ja eben schon erklärt, war Ende November, Anfang Dezember, so in der Drehe hier so. Und das ist halt eben was anderes, wenn ihr 8 Cent habt und perspektivisch mit 100 Token 8 $ am Tag bekommt, anstatt nur 3. Ich meine, das ist klar, aber hier seht ihr aktuell bei 3 Cent. Ich vermute mal, es wird noch ein Stückchen nach unten gehen und zum, ich sag mal ganz grob, in Q3, Q4 wird sich's verbessern, ist meine Meinung, aber das kann natürlich auch ganz anders kommen. Ist keine Finanzberatung, nur wir sind halt eben aktuell in einem schwierigen Markt, das wisst ihr selbst. Alle Deepin-Coins sind aktuell im Keller und das ist halt eben auch schwierig und da ist natürlich Ether auch dementsprechend
betroffen. Das ist ganz klar. Was natürlich richtig geil wäre, ihr seht hier das All-Time-High mit 64 Cent. Ja, stellt euch mal vor, wir haben nochmal ein All-Time-High, 64 Cent. Man kriegt dann ab den 6 Monaten, ich sag's extra nochmal, dann halt eben dementsprechend die 100 Token. Da könnt ihr euch ausrechnen, was theoretisch gesehen möglich wäre. Ich sehe aber ETH hier oben auf dieser Line so zwischen 10 Cent, sage ich jetzt mal. So sehe ich das perspektivisch. Ja, man muss ja auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was das Projekt angeht. Es sind viele Geräte verkauft worden. Man weiß letztendlich auch nicht, ich sehe das auch nochmal, was passiert denn jetzt im Juni? Wie viele Rewards gibt es denn dann auch noch später? Es weiß aktuell leider keiner. Ja, kurzer Shoutout an unsere Telegram-Community. Wir haben auch dementsprechend für ETH einen Subchannel. Falls ihr Fragen, Anregungen, Feedback habt, kommt einfach mal rein. Ich denke, der ein oder andere kann euch dementsprechend helfen. Ich auch. Ich habe ja selber ETH im Betrieb. Ja, last but not least, wir gucken uns mal einen Preis an. Also ihr wisst, ETH ist eins mit der teuersten GPU-Miner, die es aktuell gibt. Also ich kenne wenige, zumindest also im GPU-Bereich. Was so teuer ist, jetzt mal Grafikkarten außen vor. Ihr seht hier, das Gerät kostet ohne Steuern aktuell 1.399 $. Das heißt, ihr müsst hier dementsprechend noch die Steuer mit drauf rechnen. Ich habe das Ding mal in den Warenkorb reingepackt. Wir klicken mal auf Checkout, damit ihr das dementsprechend mal seht. Ihr seht hier, man zahlt 1.581 $ insgesamt. Der Versand ist dementsprechend kostenlos. Und mit dem Code CryptoStars gibt es auch nochmal dementsprechend knapp 70 $ Rabatt. Das heißt, falls sich jemand von euch entscheiden sollte, okay, ich mache da mit, müsst ihr dementsprechend mit dem Preis rechnen. Ja, aber wie gesagt, jeder muss selber wissen, was er tut. Jeder muss auch selbst entscheiden, wo er das Ding kauft. Ich finde, es ist halt eben ein guter Preis. Und meine Vermutung ist, dass auch der Preis dementsprechend steigen wird. Ihr seht ja auch nochmal die Steuern, die ihr drauf zahlt. Das heißt, jeder, der selbstständig ist, der eine oder andere von euch müsste es definitiv sein, wenn man halt eben viel im Crypto-Space unterwegs ist, kann natürlich auch dementsprechend die Steuer absetzen. Ich bin aber halt eben kein Steuerberater, nur für euch zur Information. Dann hättet ihr halt eben einen Preis von 1.329 $. Ja, ich weiß, es ist wirklich viel, viel Geld. Ja, aber das Projekt macht eigentlich Spaß und ich bin guter Dinge, dass wir irgendwann mit den Kurs wieder bei 8, 9, 10 Cent ankommen. Aber ich kann es euch auch nicht versprechen. Ich möchte es euch auch nicht versprechen. Das kommt auch noch dazu. Ja, weil ich habe selber so einen Teil. Ich würde mich freuen, wenn das dementsprechend so ist. Aber ich möchte keine Versprechung machen. Ich möchte euch nicht versprechen, ihr verdient damit 10, 20 $ am Tag. Dann stimmt es nicht. Das ist halt eben so. Ich bin ehrlich zu euch. Aktuell, wie gesagt, bei mir 60 ATH am Tag. Perspektivisch in November habe ich angefangen, Dezember, Januar, Februar, März, April, Mai. Das heißt, ab Mai, also quasi schon ab nächsten Monat, bin ich bei 100 Ether, die ich am Tag bekomme. Das sind bei 3 $, sind letztendlich auch hochgerechnet, wenn der Kurs jetzt so bleibt, auch um die 90 $ pro Monat. Ja, jetzt habe ich genug geschwafelt. Ich hoffe, ihr habt alle Informationen bekommen, die ihr braucht. Ansonsten lasst einfach mal ein Like da, lasst mal einen Kommentar da, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und wie gesagt, kommt oder mal in unsere Telegram-Community rein. Die ist kostenlos. Ihr könnt gerne was das Thema ETH mitdiskutieren. Und ja, ich weiß, kommen wieder viele Themen auf. Oh, das Ding ist zu teuer, etc. Bin ich vollkommen bei euch. Es ist wirklich ein dicker Preis. Nur Cloud Computing, wo es hier geht, oder dezentralisierte GPUs etc. Das ist so ein bisschen Zukunft. Das wird halt eben langfristig gesehen auch dann von vielen genutzt etc. Aber da möchte ich halt eben euch auch nicht zu viel versprechen. Ja, das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Über ein Like oder ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Ansonsten war's das. Bis die Tage. Bis später. Ciao.